Herzlich willkommen zurück in Afrika. Ja, auch herzlich willkommen von mir zurück in Afrika. Den letzten Film, den ihr gesehen habt vor einer Woche, ist für uns, sind seitdem 1 Jahr und 5 Monate vergangen. Und es ist sau viel passiert. Sau viel ist passiert. Wie ihr im letzten Film gesehen habt, mussten wir abrupt unsere Reise abbrechen, weil Yvonnes Mutter ging es nicht gut und wir wollten möglichst schnell zurück nach Deutschland. Wir hatten nur die Thematik, dass unser Wagen in Kenia stand oder wir in Kenia waren und wir den Wagen nicht länger in Kenia stehen lassen konnten. Der Wagen musste nach Sambia. Wir haben zum Glück ja Marcel und Jule am Strand kennengelernt, deren Fahrzeug gerade in einen Container gesteckt wurde für die Reise nach Deutschland. Und so kam kurzfristig eine Kombination von heimatlosen Reisenden, die ihr Auto nicht mehr hatten, und wir wollten unser Auto quasi loswerden, weil es die Problematik in Kenia und Tansania gibt, dass das Fahrzeug nicht länger als 3 Monate im Land jeweils sein kann. Und so haben die zwei uns die Möglichkeit gegeben, sofort unverzüglich zurück nach Deutschland zu fliegen und haben unseren Wagen tippitoppi nach Sambia gebracht. Vielen Dank dafür, ihr zwei. Das habt ihr sensationell gemacht und es zeigt sich mal wieder, aus Zufallsbekanntschaften können echte Freunde werden. Ja, aber 1 Jahr, 5 Monate sind so schnell nicht erklärt. Wir haben beschlossen, in Deutschland zu bleiben und haben Familienzeit gemacht, ein bisschen Zeit mit der Familie, Eltern, Kindern verbracht. Ich hatte noch Eltern, meine Mutter ist mittlerweile auch verstorben in diesem Jahr. Und ja, Papa, dir weiterhin, bleib tapfer, du machst das super, wir sind stolz auf dich. Wir haben dich lieb. Und nicht so viel weinen jetzt vorm Fernseher. Das mache ich schon so ein bisschen wieder. Genau, also so geht es quasi emotional genauso weiter, wie die letzten Filme eigentlich aufgehört haben. Wir hatten ja irgendwie eine sehr emotionale Zeit in Kenia für uns, war das doch irgendwie sehr spannend auch. Ja, jetzt sind wir wieder zurück. Unser Auto wurde ganz erfolgreich von den beiden nach Sambia zurückgebracht, weil hier konnte es eben zolltechnisch unkompliziert stehen. Wir wollten keinen Ballast mehr haben. Und deswegen geht es jetzt für euch total brandaktuell hier los. Und ihr könnt jetzt sehen, wie wir unseren Tempo wieder reaktivieren nach 1 Jahr und 5 Monaten in Sambia. Aber noch ganz kurz muss was dazu gesagt werden. Ganz 1000 Millionen herzlichen Dank für die 10.000 Abonnenten. Genau. Das macht uns wahnsinnig stolz. Vielen Dank dafür, dass ihr das gemacht habt. Gestartet ist dieser Kanal als Idee für Family and Friends, dass die wissen, was mit uns passiert, was wir so machen. Und jetzt haben wir über 10.000 Abonnenten und wir danken euch total herzlich für diese ganze Unterstützung. Wir haben eine sehr nette Kommunikation mit euch oder mit einigen von euch und freuen uns darüber sehr. Es gibt uns auch oder hat uns im vergangenen Jahr sehr viel Kraft gegeben. Wir durften ja auch einige von euch kennenlernen und dafür sind wir einfach sehr, sehr dankbar. Und von jetzt an aber seid ihr tatsächlich live dabei. Wir haben keine Zeitversätze mehr. Und 2, 3 Wochen. Ja, ihr könnt regelmäßig jetzt unser Leben hier in Afrika weiterverfolgen. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Mitreisen und jetzt geht's los. Jetzt ist der Moment gekommen. Wir haben Tempo übergeben an Marcel und Jule. Und ja, jetzt zieht er von dannen. Sollen die zwei den Wagen mal nach Sambia bringen. Es gibt ein bisschen Gänsehaut sogar. Euch auch, habt viel Spaß. Danke. Genau. Genießt es. Er steht euch. Ja. Ciao. Tschüss. Auch wenn es unheimlich traurig macht, diese Bilder jetzt zusammenzuschneiden, so sind wir beide unendlich dankbar, zur richtigen Zeit zu Hause gewesen zu sein. Sterben gehört zum Leben dazu und beide konnten es in größtmöglicher Würde zu Hause erleben, was es uns beiden etwas erleichtert und uns ermutigt, wieder die Koffer zu packen und das Abenteuer Afrika in Angriff zu nehmen. Sich wieder auf das Leben einlassen und einmal mehr von Freunden und Familie Abschied nehmen und auch eine Vorfreude auf das, was kommen zu lassen. Wir versuchen das auch, wenn es schwerfällt.
So sieht unser Abreisetag aus. Alles voller Kisten, die Waage steht still, beziehungsweise kocht sogar eher. Und es wird gepackt, gepackt und gepackt. Wieder einmal besteht unser Gepäck aus Pappkartons und da wir bei unserer überstürzten Abreise aus Afrika unser Fahrzeug komplett entkernt hatten, muss diesmal entsprechend viel mit zurück. Zurück zu Tembo, der hoffentlich unversehrt in Lusaka auf uns wartet. Die Fahrt zum Frankfurter Flughafen dauert nicht lang und alsbald besteigen wir den Flieger, der uns über Addis Abeba in Äthiopien nach Lusaka bringt. Zum Glück für mich ohne große Turbulenzen. Das sieht alles gut aus. 3 sind schon mal da. Und ich glaube, da hinten kommt 4. Ja. Willkommen in Afrika. Wir sind wieder da. Erste Amtshandlung, Straßenzoll. Das versuchen wir jetzt hier seit über einer Stunde. Mit Hilfe von mitunter 4 bis 5 Personen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt wird es nur noch ausgedruckt. Hier ist unser Auto mit all unserem Gepäck. Und wir sind eigentlich schon wieder voll da. Welcome back in Africa. Erster Tag in Lusaka. Da hinten läuft der René aus dem Parkplatz raus. Wir waren ja eben gerade auf der Road-Tax-Behörde und wollten die Straßengebühr bezahlen. Die muss man immer zuerst bezahlen, bevor man das Auto bewegt. Genauso wie jetzt die Versicherung. Ich hätte euch gerne da mitgenommen, aber einer muss im Auto bleiben, weil ja auch alle unsere Wertsachen jetzt noch hier sind. Und René kriegt jetzt gezeigt, wo er das kaufen kann. Das muss er nämlich auch machen, bevor wir jetzt gleich zu unserem Fahrzeug zurückkommen, um überhaupt das Fahrzeug bewegen zu können. Versicherung ist wichtig und eben die Straßengebühren. Jetzt warte ich hier einfach auf dem Supermarktparkplatz, bis die wiederkommen, bis wir dann bei unserem Auto sind. Wir müssen noch Diesel besorgen. Es ist im Moment, gerade wo wir hier sind, ist Dieselmangel hier in Sambia schon die ganze Zeit. Deswegen kriegen wir jetzt noch eine Tankstelle gezeigt, wo wir tanken können. Unser Auto ist viertelvoll, hat uns eben unser Fahrer gesagt, obwohl wir es voll abgestellt haben. Aber es stand jetzt 1,5 Jahre hier, wurde immer einmal im Monat bewegt und angelassen, damit eben die Batterie erhalten bleibt und auch alle Gelenke, oder ich sage bestimmt wieder was Falsches, dass alles sich mal ein bisschen schmiert und bewegt und nicht festklebt. Und zack, ist es nur ein Viertel voll. Hoffen wir doch zumindest, dass es davon kommt. Wir werden ja den Rest noch sehen. Aber Tag 1 in Lusaka. Versicherung. Work done. Ja, for today. Jetzt geht's zu Tembo. Now we're going to Tembo. Hier stehen wir die Sachen. Ah. Eh? Why? No. Okay, zweite Tankstelle, kein Diesel. To see our car again. Yes, very much. That was a long time. Sesam, öffne dich. But there are no dogs. Where are the dogs? Da steht er, der Schatz. So, da ist er, unser Schatz. Jetzt machen wir ihn mal von der einen Seite an. Die müssen nämlich jetzt gerade noch mal diskutieren wegen Diesel.
Wir haben ihn voll abgestellt, aber er ist jetzt wohl nicht voll. Das nehme ich euch mal mit. Ist ein bisschen kompliziert mit einer Hand. Ich habe die Verriegelung eben schon abgemacht. Und jetzt machen wir das erste Mal auf. Nach 1,5 Jahren. Oh, riecht tatsächlich gar nicht so schlimm. Lassen wir mal hier Licht rein. Wir müssen natürlich jetzt gucken, es gab ja Einbrüche hier, ob das bei uns auch irgendwie der Fall ist. Das müssen wir jetzt natürlich ein bisschen genauer checken. Unser Rollo klebt ein bisschen. Warum gehst du nicht auf? Ja. Und, how's it looking? Gut. Auf den ersten Blick. Geht doch. Gut. Uns haben sie jetzt den Diesel abgezapft. Wir haben ihn nämlich voll abgestellt. Und er ist jetzt ganz leer. Und hier unser Tempochen. Ein ungewöhnliches Bild. Mein Mann fährt ein rechtsgelenktes Fahrzeug und es ist eben nicht Tempo. Wir wollten ihn ja abholen, aber wir haben ihn jetzt stehen lassen, weil eben unser Tank leer ist. Uns wurde der Diesel gestohlen, während unser Auto dort jetzt gestoraged war. Und er ist tatsächlich auch so weit runtergefahren, dass man jetzt nicht nochmal die 15 oder 20 Kilometer zu unserer Unterkunft hätte fahren können. Und das Problem ist, es gibt gerade keinen Sprit hier. Genau. Also kein Diesel. Benzin gibt es, aber Diesel gibt es leider nicht. Und deswegen konnten wir jetzt auch nicht einfach damit bis zur Tanke fahren, weil wir morgen erstmal irgendwo versuchen müssen, Diesel aufzutreiben in Kanistern. Deswegen fahren wir jetzt in einem Honda, glaube ich, ist das. Ja. Fahren wir jetzt mal zu Geke, müssen das jetzt auch alles erstmal verknusen. Ja, aber das ist jetzt tatsächlich sehr, sehr ärgerlich. Und da müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt auch zurechtkommen. Aber innen drin muss ich sagen, auf den ersten Blick war Tempo Tippo Tappo. Also Ja, sah gut aus. Sah gut aus, es hat nicht schlimm gerochen. Ich hätte mich tatsächlich gleich getraut, in der ersten Nacht dort drin zu schlafen. Aber wir haben ja in weiser Voraussicht ein Zimmer gemietet, weil ich ja nicht wusste, wie viele fremde Mitbewohner ich jetzt habe. Und ich nicht wollte mit irgendwelchen Spinnen oder sonstigem jetzt mich zu vergnügen heute Nacht und mich damit zu beschäftigen. Also ich wollte einen Geruchstest haben und einen Blicktest. Hätte ja auch sein können, dass da verschimmelt ist. Aber das müssen wir uns dann jetzt morgen leider bei Tageslicht richtig angucken. Jetzt geht's erstmal ins Lukasa. Mittlerweile 40 Stunden wach belohnt uns der erste afrikanische Sonnenuntergang und unser Gastgeber Harry begrüßt uns wohlgelaunt gleich am Tor. Das hat schon auch etwas von nach Hause kommen. Statt von Fluglärm werden wir von Vogelgezwitscher geweckt und fahren als erstes zurück zu unserem Auto, wo uns schon 11 gefüllte Dieselkanister erwarten, die auch alle brav in unseren Tank passen. Glück im Unglück ist der Schaden doch schnell und unbürokratisch behoben und ganz ausdrücklich möchten wir erwähnen, dass wir unser Fahrzeug jederzeit wieder dort einlagern würden. Für uns fällt es eher unter die Kategorie Shit Happens. Fühlt sich so toll an, wieder hier im Steuer vom Cruiser zu sitzen. Einfach, es fühlt sich groß an, das Auto. Erstmal anschnallen, mein Herz. Und willkommen zurück. Jetzt können wir unsere Geschichte neu beginnen. Back on the road. Und sie ist gleich Dusty.
Willkommen in Afrikas Straßen. Straßenverkauf. Das Schönste war einer, der hat Pässe verkauft. Da musste ich schön schmunzeln gerade. Aber hier kann man so gut wie alles kaufen. Hier Krawatten, Mandarinen, Hemden, kurze Hosen, Badehosen, Autoaufkleber. Hier kommen Leggings angelaufen. Alles gibt's hier. Wir sind jetzt unterwegs, wir möchten in Auto World und möchten Öl kaufen, weil René möchte noch einen Ölwechsel machen, bevor wir wieder losfahren, so richtig losfahren. Und wir haben das jetzt ausgemacht, dass wir das auch in der Werkstatt machen können, da wo unser Auto gestoraged stand. Belustigt stellen wir fest, wie vertraut uns das Stadtbild ist und leicht finden wir den Weg zu Lusakas größtem Autoteilehändler, der gleichzeitig auch Bootszubehör anbietet, denn der viertgrößte afrikanische Fluss, der Sambesi, ist nicht weit von hier entfernt. So, hier wird jetzt unsere Rechnung gecheckt, bevor wir rausgehen. Oh ja. Otherwise we can't leave the shop. Wird genau geguckt, dass wir auch schön alles bezahlt haben. Perfect. Thank you so much. Bye bye. First Shopping Trip, dann quasi. Und jetzt können wir einkaufen gehen. Lebensmittel. Und eine SIM-Karte müssen wir uns noch besorgen. Das heißt, jetzt fängt das normale Leben an. Aber ich habe gedacht, wir besorgen uns jetzt schon mal gleich das Öl. Dann sind wir ein bisschen freier. Und René kann dann so machen, was er will. Und ich muss nicht immer mit ihm dann vielleicht in die Stadt gehen. Und ja. Das heißt, unser Auto ist noch vollgepackt mit Kartons, aber Hauptsache wir haben schon mal das Öl für den Ölwechsel. Das tut ein bisschen weh, der Preis. Erklär den Preis. In Deutschland kostet dieses Glas 6 Euro, habe ich extra nochmal kontrolliert. Das sind ja ungefähr 15 Euro jetzt. Aber es hat nicht mehr ins Gepäck gepasst. Ja, so ist das manchmal. Also ein Überblick für die Preise zu bekommen, ist immer am Anfang etwas schwierig. Jule und Marcel hatten alle Lebensmittel zum Ende ihrer Reise abgegeben und so muss jetzt akribisch Tempo wieder gefüllt werden, denn die geplanten nächsten Reisenländer sind in der Versorgungslage eher schwierig. Der kleine Professor hat jetzt auch Airtime Money und seine SIM-Karte. Du bist super. Ich komme mir mal vor wie der allergrößte Trottel in so einem Laden. Bin ich, glaube ich, auch. Wie so ein Handyleger. Ich muss ja sagen, du guckst auch immer ein bisschen verzweifelt. Du kannst geradeaus noch fahren, René. Ich bin auch immer verzweifelt. Mit 24 Stunden Verspätung schaffen wir es einzufahren. Wir schaffen das. Harry ist zuversichtlich. You may park after the stone wall. Not here? No, up there. Ah. Du musst darüber fahren. Out of the way. Out of the way, sagt er. Yeah, I don't want you too close. He don't want to see us. It's because of the irrigation. Jetzt müssen wir unser Tempochen in Besitz nehmen. Aber erst müssen wir mal ein bisschen unser wild eingeworfenen Einkauf wieder rauswerfen oder ins Bad tun oder. Und ja, hier ist unser Treppenaufstieg im Moment. So, jetzt packen wir hier mal alles aus und gucken mal, wo wir alles versteckt haben. Hier ist schon mal Kabel und Wasserschlauch, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich muss die Schlüssel nur noch wieder rauskriegen. Ah. So, brauchen wir einmal kurz Werkzeug. Dann können wir jetzt drüben nämlich die Klappe
aufmachen. Weil beim Sandblech ist gleichzeitig die Klappe verriegelt. Gar nicht so unpraktisch. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, bei den vielen Flüssen, welcher wohin gehört. Das habe ich mal gewusst. Guck mal, hier nur ein ganz dünnes Spinneweben hier. Ja, das ist tipptopp. Also tatsächlich alles Tico-Taco. Bin sehr erfreut. Tisch nicht in Stücke schneiden. Damit auch keiner glaubt, es hätte sich irgendwas verändert. Als allererstes ziehe ich mal wieder meine Arbeitsklamotten an, damit ich meine guten, frechen Sachen nicht gleich einsaue. Und jetzt geht's weiter. Jetzt muss nämlich unser Kühlschrank ausgetauscht werden. Wir haben ja aus Deutschland eine neue Kühlbox mitgebracht, weil unsere Kühlbox schon seit längerem kaputt ist und nicht mehr richtig ihren Dienst macht. Jetzt haben wir eine gebrauchte alte in Deutschland besorgt, die das gleiche Maß hat, sprich exakt die gleiche Box. Neu kann man sie gar nicht mehr kaufen, denn die gibt es nicht mehr. Und jetzt geht's los. Jetzt muss das Ding wieder ausgebaut werden. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, dabei auch immer noch die Kamera zu benutzen, wenn man einfach nur mal abarbeiten will. Mit der Kamera dauert das tatsächlich alles ungefähr immer doppelt bis dreimal so lange, wenn es reicht. Und ich sehe schon hier, das Schloss ist schon mal kaputt. Aber wenn ich Glück habe, habe ich noch ein Ersatzschloss dabei oder ich kann das mit einem anderen schon ganz ausbauen. So, nicht die Schraube verlieren ist mir das Motto dabei. Hilfe, Hilfe. So, die haben wir schon mal in der Hand. So, ich glaube, wir müssen echt nur die Dinge jetzt hier wegmachen, dann können wir die schon raushieben. Oh, Scheiße. Der ist nämlich schon gefüllt. Den Deckel wollen wir auch mal abmachen und kriegen wir es hier nicht rein. So, neues Spiel, neues Glück. Ich kann immer ein paar Getränke raustun, dann wird er wieder ein bisschen leichter. Voller Einsatz, damit ihr auch Bildmaterial kriegt. Ich bitte, das ab und zu mal zu würdigen. Achtung, lass los. Der Kühlschrank ist drin. Jetzt gucken wir mal, ob er auch seinen Dienst macht, wie wir das gerne hätten. Tada! Oh, und er brummt sofort los. Das ist genau gemerkt, wie der Kompressor eben angesprungen ist. Besser geht's ja kaum. Nachdem der Kühlschrank jetzt schon mal Feuer bekommen hat, jetzt müssen wir uns mal ums Wasser kümmern. Das muss ich jetzt mal anschließen und deswegen müssen wir erstmal wieder auspacken. Und es ist definitiv spannend, nach so langer Zeit mal in seine ganzen Staukisten wieder reinzugucken. Weil man hat dann ja auch vergessen, was wo ist und was man überhaupt dabei hat. Das nehme ich jetzt mit. Jetzt gucken wir mal heimlich da rein. Aber ich glaube, die Kiste habt ihr alle schon ein paar Mal gesehen. Das ist nämlich die legendäre Wasserkiste, wo ich immer wieder mit Undichtigkeiten gekämpft habe. Ach, hier, tipptopp sieht das aus. Muss ich ja generell mal sagen, das Auto sieht sehr, sehr gut aus. Keinerlei Feuchtigkeit hier drin gewesen, das Ding hat nicht gemufft und sowas. Das ist alles wunderbar, das macht mich sehr glücklich. Kommt noch ein kleiner Nebenkriegsschauplatz. Falls einen interessiert, das tun wir immer in den Tank rein, in den Dieseltank, damit sich dort kein, Dieselpest drin ansammelt. In dem Fall war es egal, es war eh kein Diesel mehr drin, es hätte auch keine Pest mehr geben können. Aber ansonsten packen wir das immer mit rein.
Und jetzt kommt noch so ein kleiner Glücksmoment. Guckt mal, was hier ist. Ich habe noch einen Pushlock gefunden, den ich gerade drüben beim Kühlschrank gebraucht habe, den ich aus dem Schrank heimlich ausgebaut habe. Aber deswegen jetzt kann ich den wieder einbauen, dann ist wieder alles vollständig. Einwandfrei. Wenn man jemandem anderen sein Auto überlässt, dann kann man auch mal Danke sagen. Danke, Jule und Marci. Allein für so etwas, es sind die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Die zwei haben sogar das Loch verstopft, damit da kein Viechzeug reinkriechen kann vom Katadynfilter. Das ist einfach ganz weit mitgedacht. Danke dafür. So, machen wir trotzdem eine neue rein, weil die darf man angeblich immer nur 6 Monate benutzen, weil dann die Aktivkohle da drin anfängt zu verkeimen. Trotzdem wird der Außen durch die Keramik wahrscheinlich weiterhin noch einwandfrei funktionieren. Aber da ich noch eine als Ersatz habe, mache ich die jetzt einfach mal da rein. Schauen wir mal, wie es hier bei der Dame aussieht. Tatsächlich etwas leicht gestresst, weil ich werde nicht Herr oder Herrin über das Chaos, aber Stück für Stück wird's. Ich habe hier, wo ich meine, da ist. Ihr merkt, sie spricht doch gar nicht in die Kamera, die ist voll fokussiert. Aber das ist auch echt ein bisschen anstrengend, hier mal alles da zu sortieren, zu machen und zu tun, alles zu finden. Es ist vor allen Dingen so, dass es ja jetzt schon bald wieder dunkel wird und wir halt immer noch im Vollchaos hier leben und eigentlich heute Nacht schlafen wollen. Zum Glück haben unsere Freunde das frisch bezogenes Auto ist tipptopp und sauber. Es gibt wirklich, also es ist Wahnsinn. Uns fehlt noch ein Schlüssel und noch ein Ersatzteil irgendwie vom René, so ein nicht Ladegerät, sondern ein Messgerät. Aber das wird sich vielleicht auch noch irgendwie finden, ansonsten muss man die halt fragen, wo sie es tief versteckt haben. Ich habe noch einen Verdacht, aber ansonsten so ist der erste Tag. Ich freue mich, wenn übermorgen ist. Morgen ist bestimmt auch noch mal ein bisschen viel. Ich habe mich ja jetzt entschieden, da hier 1,5 Jahre kein Wasser durchgeflossen ist und wahrscheinlich irgendwo in den Leitungen noch ein bisschen was alles drin steht, dass ich jetzt hier so eine Micropur Forte, so eine Hardcore-Kur mache. Das riecht jetzt relativ stark schon nach Chlor, das Wasser. Ich habe da eine Überdosis von dem Zeug rein und spekuliere darauf, dass das quasi alles Böse, was eventuell da noch drin ist, tötet. Das sieht schon ganz milchig aus, so lecker. Hoffentlich stinkt nachher nicht der ganze Tank. Aber Chlorgeruch verfliegt eigentlich. Auch mal die Fenster wieder aufmachen können zum Lüften. Es ist schon schwierig nach so einer langen Zeit. Das ist ein sauberes Bettlaken. Oh. Nach so langer Zeit sein Auto wieder in Besitz zu nehmen. Ich kämpfe gerade mit der Sortierung meiner Boxen in den ganzen Schränken. Das war alles super und fertig und picobello einsortiert und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was wie wo drin war. Es war halt tatsächlich einfach gut von der Griffigkeit her. Alles nicht so einfach, wenn man wieder zurückkommt. Und mancher hat schon mal interessiert, unsere Fensterverriegelung. Die Dinger kann ich außen dran machen und gleichermaßen kann ich die jetzt innen drin dran machen. Dann sind die Fenster von innen verriegelt, das heißt, kann keiner das Fenster reinklettern. Multifunktionscharakter. Double Use. So, ich habe hier innen drin einfach Winkel. Zack, kommt das hier drauf. Schon haben wir einen Einbruchsschutz auf der Innenseite. Nicht schön, aber praktisch. So. In Sambia ist es jetzt 8 Uhr, zu Hause ist es glaube ich eine Stunde vorher. Der Tag 1 ist für uns vollendet. Eigentlich wollten wir gesellig sein und vorne noch hingehen und was zu trinken mit denen. Ich bin voll im Arsch. Genau, wir sind beide total platt. Es war super anstrengend heute, den ganzen Tag hier rumrödeln. Am Schluss haben wir jetzt auch nur noch das, was wir ausgepackt haben, aus unseren Kisten in die Staufächer reingeschmissen. Das heißt, morgen muss alles wieder raus, um nochmal neu sortiert werden. Aber die Kisten sind quasi leer, unsere Reisekisten, und unsere Schränke quasi fast schon voll, aber eben nicht ordentlich. Das machen wir morgen. Heute ist erstmal Pause. Ich hatte jetzt auch keine Kraft und Lust mehr, was zu kochen. Deswegen gibt es jetzt quasi Salami aus Deutschland mitgebracht, weil sowas gibt es hier nicht so ganz dolle. Und einfach ein bisschen Stulle.
Aber wir haben uns jetzt einfach mal so ein paar Sachen mitgebracht, so ein paar Stangensalamis, die halten sich lange und sowas gibt es tatsächlich nicht ganz so stark hier und wenn, ist es eben auch wieder sehr teuer und wir mussten ja irgendwie unser Gepäck voll kriegen. Es ist jetzt sehr voll, ich habe viele Sachen, die ich mitnehmen wollte, nicht mitnehmen können, einfach weil die Kilos voll waren. Ja, wir sagen jetzt einfach mal gute Nacht nach Tag 1 in Sambia. Und vor allem, ich sage jetzt mal Prost. Der René gar nicht mehr, der kann nämlich nicht mehr. Fertig. Bis dann. So liebevoll wir von Jule und Marcel mit kleinen Willkommensgrüßen in unserem Auto wieder empfangen wurden, so herzlich laden wir euch ein, auch in der nächsten Woche wieder einzuschalten, wenn wir unser Auto Stück für Stück wieder in Besitz nehmen, eine afrikanische Classic-Car-Show besuchen und der Busch wieder ruft. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, eure Treue und das Interesse. Empfehlt uns gerne weiter, um unseren Kanal immer weiter wachsen zu lassen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, findet ihr den Link zu PayPal unter der Videobeschreibung oder unserer Bio. Und da es hier in Sambia 72 Sprachen gibt, bleibe ich einfach beim Tschüss und Bye-Bye. Bis nächste Woche.